Viele von euch nutzen wahrscheinlich genauso wie ich ein Smartphone zum Navigieren fürs Motorrad oder auch für die Vespa. Das ist grundsätzlich auch eine tolle Sache. Da gibt es ja jetzt mittlerweile ganz viele Befestigungssysteme von Quadlock, von SP Connect. Ich habe hier eins von Peak Design. Die sind sehr praktisch. Damit kann man das an sich überall am Motorrad oder auch am Roller festmachen. Ist auch sehr stabil, habe ich bisher keine negativen Erfahrungen mit gemacht. Hat aber zwei Nachteile. Der erste große Nachteil, wenn man das Smartphone direkt am Motorrad befestigt, am Lenker oder am Spiegel, wo auch immer, sind die Erschütterungen. Da gibt es zwar solche Anti-Vibrations-Tools, aber es besteht natürlich immer noch ein Restrisiko, dass das Smartphone, die Kamera hier oben drin, kaputt geht. Das Smartphone selber natürlich nicht, aber die Kamera, die haben ja meistens jetzt gerade bei den moderneren so eine Anti-Verwacklungseinheit hier oben drin, die ist recht empfindlich. Da kann es passieren, dass durch starke Erschütterungen diese Kamera kaputt geht. So ein Smartphone ist heutzutage natürlich auch nicht mehr sehr billig. Also wenn man jetzt ein neues iPhone holt, Top-Variante mit ein bisschen Speicher drin, ist man zwischen 1000 und 1500 Euro los. Deshalb wollen viele vielleicht jetzt nicht unbedingt ihr teures Smartphone daran machen. Ich habe es bei mir so gelöst, ich habe noch ein zweites, ein älteres Modell, was ich dann daran mache, aber es ist nicht perfekt. Ja, der zweite Nachteil ist natürlich die Feuchtigkeit. So ein Smartphone ist nicht wasserdicht. Das heißt, je nach Modell, manchmal sind Kopfhöreranschlüsse da, natürlich der Stromanschluss unten, Lautsprecher, überall Löcher, wo Feuchtigkeit reinkommen kann. Und wenn dann nachher so ein Ding nass wird und kaputt geht, wäre äußerst schade, wäre ein großer finanzieller Schaden. Ja, nun gibt es aber eine ganz interessante Lösung dafür. Bei manchen Autos kennt ihr das, wenn ihr ein Smartphone habt, geht ins Auto rein und manche haben jetzt heutzutage Apple CarPlay oder Android Auto, wo sich dann ein Monitor mit dem Smartphone verbindet und die wichtigsten Programme dann darauf abgebildet sind, richtig mit Touchscreen und so weiter. Total praktische Sache, finde ich super. Und das gibt es jetzt auch fürs Motorrad. Und zwar hat mir CarPurite hier das zugeschickt. Das ist ein Monitor mit Apple CarPlay und Android Auto, und zwar fürs Motorrad. Da gibt es jetzt natürlich ein paar riesige Vorteile. Das Gerät ist relativ klein, kann per Touchscreen bedient werden, wird dann mit dem Smartphone gekoppelt, Smartphone ist in der Tasche, das Gerät ist wasserdicht und ich habe trotzdem die wichtigsten Programme alle per Touchscreen oben drauf. Also eine ganz praktische Sache. Ich packe es jetzt einfach mal aus und zeige euch mal, was da drin ist und werde auch nachher das Ganze dann mal anschließen, mal koppeln mit dem Smartphone. Ihr könnt das Gerät dann nicht nur mit dem Smartphone koppeln, sondern natürlich auch mit eurem Kommunikationssystem, also Cardo oder Senna, was immer ihr benutzt. Das funktioniert auch, aber ich zeige euch das nachher mal mit dieser Einheit. So, dann packe ich das Ganze mal aus. Hier oben steht nochmal genau drauf, was es alles für Funktionen hat. Also es ist IP67 wasserdicht, CarPlay für Apple und Android Auto wird unterstützt und das Ganze wird über Bluetooth verbunden. Hier unten sind nochmal zusätzlich ein paar Funktionen aufgelistet. Also eine SD-Card kann damit genutzt werden, wenn man jetzt zum Beispiel Filme oder Musik abspielen möchte. Voice Controls, Musik natürlich abspielbar. Also alles das, was man mit Apple CarPlay oder mit Android Auto machen kann, kann man mit diesem Gerät dann auch machen. Ich packe es mal aus und zeige euch mal, was da jetzt alles drin ist. Also ihr seht, das ist alles noch original verpackt. Ich habe es selber noch nicht gesehen. So. Damit das auch geschützt ist, hier mit dickem Schaumstoff, sehr schön gemacht. So, also das erste, was wir natürlich sehen, ist der Monitor. Da ist jetzt noch so eine Schutzfolie drauf. Hat so einen kleinen Sonnenschirm an der Oberseite. Ansonsten gut verarbeitet. Hier die Anschlüsse, an der Seite ist der On-Off-Switch. Hier kommt dann die Speicherkarte rein, wenn ihr dann eine reinmachen möchtet. Alles ansonsten verschraubt. Hinten so die klassische RAM-Mount-Kugel dran. Das ist sehr praktisch. Also auch bei mir, die meisten Halterungen benutze ich immer eine RAM-Mount. Also der sieht schon mal sehr gut und robust aus. Hier hinten ist dann gleich das Kabelfest mit dran. Auch das ist schraubbar, wasserdicht. Dann haben wir dabei natürlich ein Stromkabel. Das ist dann hier hinten der Anschluss. Da sieht man es nochmal. Der ist schraubbar, sodass das Ganze dann wasserdicht ist. Plus-Minus-Kabel, eine Sicherung noch mit zwischen. Also wer das Ganze jetzt fest installieren möchte an seine Batterie bzw. an einen Stromanschluss, der nimmt dann dieses Kabel hier. Was haben wir hier noch mit drin? Eine Sicherung, wenn man das Kabel benutzt. Das ist hier sehr praktisch. Das ist auch mit dabei. Und zwar ein USB-Kabel. Das heißt, wer jetzt an seinem Motorrad oder Roller einen USB-Anschluss hat, kann das Ganze auch per USB anschließen. Auch wieder dieser Schraubanschluss, der dann hinten ans Gerät rankommt. Das ist sehr praktisch. Und wir haben noch eine Halterung mit dabei. Da nutze ich aber bei meiner Vespa sowieso was anderes. Aber ihr könnt alles, was RAM-Mount ist, natürlich damit benutzen. Das heißt, diese klassische RAM-Mount-Halterung hier, da kommt dann das Gerät hier rein und ist dann auch in allen möglichen Positionen verstellbar. Das ist eine extrem praktische Sache, die RAM-Mounts. Und das ist ja also auch gleich mit dabei. Also Stromkabel, USB-Kabel
eine kleine Beschreibung noch, ein Manual, wo dann alles drin steht, wie man die ganze Kopplung etc. macht. Aber das sollte sich relativ leicht von selbst erklären. So, ich werde das Ganze mal jetzt anschließen an dieses USB-Kabel hier. Da gibt es nur eine Möglichkeit, das zu machen. Hier ist so eine kleine Nut drin. Da einfach den Stecker rein, dann wird es raufgeschraubt und dann ist das Ganze auch wassergeschützt. Finde ich gut gemacht. Auch die Kabel sind relativ stabil und dick. Damit wir das Ganze jetzt anschließen können, ich habe ja nun kein Fahrzeug hier, nehme ich einfach mal eine Powerbank, stöpsel das Ganze hier rein und man sieht, das Gerät startet auch gleich. Ja, und wenn es dann gestartet ist, so sieht die Oberfläche aus. Ich habe es jetzt selber noch nicht gesehen und noch nicht benutzt, aber es sollte sich von selbst erklären. Also hier haben wir Apple CarPlay, Android Auto, Audio Output. Da kann man dann einstellen, wo das Audiosignal hingeht. Das Display kann ich ausschalten. Wenn es mich bei der Fahrt stört, dann wieder rauf tippen, geht es wieder an. Hier kann ich Telefonanrufe annehmen, Musik, kann auf die Karte zugreifen, wenn da Musik oder Videos, was auch immer drauf sind. Hier komme ich in die Settings. Hier oben gibt es auch noch ein bisschen was. Da ist die Lautstärke, die ich einstellen kann. Oh, hier habe ich sogar noch einen Equalizer, da kann ich dann den Klang noch einstellen, das ist toll. Bluetooth ist jetzt noch ein Kreuzchen da, weil ich habe es dann noch nicht angeschlossen. Hier oben sehe ich dann die Uhrzeit, die sollte sich dann synchronisieren, wenn es mit Apple CarPlay verbunden ist. Hier komme ich an die Monitorhelligkeit ran, kann ich also auch je nach Situation regulieren. Was haben wir hier? Ach, hier habe ich noch verschiedene Hintergründe für das Display. Ja, gut, lasse ich mal dunkel. Help-Funktion, das war's. Hier unten kann ich in die Settings rein. Wählen wir mal die Sprache aus. German. So, dann werden wir mal gleich eins machen. Wir gehen mal auf Bluetooth, gucken mal, was hier ist. Und dann sehen wir schon hier unten CarPlay. Das wähle ich jetzt mal aus. So, dann sagt er hier den Passkey. Wir sagen koppeln, erlauben, ist verbunden. Jetzt fragt er, soll ich CarPlay verwenden? Dann sagen wir natürlich, yep, CarPlay verwenden. Und das war es dann auch schon. Jetzt kann ich hier ausmachen. Jetzt sehen wir hier oben das Symbol. Darf CarPlay in der CarPlay-App suchen? Ja, darf er. Erlauben. Und jetzt habe ich hier mein typisches CarPlay. Hier komme ich zurück hier unten und da habe ich jetzt alles, was ich so an Apps mir für CarPlay bereitgestellt habe. Ich kann die Reihenfolge der Apps sogar noch ändern. Allgemein war das, glaube ich. Dann ist irgendwo CarPlay. Hier ist CarPlay. So, dann kann ich hier auf CarPlay gehen und kann das Ganze dann anpassen. Also kann meine Apps, die ich haben möchte, sortieren, je nachdem, wo ich die haben möchte und kann dann dementsprechend das Ganze hier auch anders darstellen. Wenn ich jetzt hier mal Kalimoto nehme und mache das weiter nach oben, dann sehen wir das Kalimoto jetzt oben. Und jetzt ist es gekoppelt, jetzt kann ich mein Smartphone nehmen und in die Tasche packen. Und das macht das Gerät natürlich dann auch automatisch. Das heißt, wenn ich das Gerät anmache und es war mal gekoppelt mit meinem Smartphone, dann wird es in der Regel immer wieder gekoppelt. Wenn wir jetzt hier hingehen, kann ich das Ganze auch in einen Splitscreen bringen. Das heißt, ich habe meine Navigation auf der linken Seite und kann auf der rechten Seite dann sehen, welche Musik ich höre. Ich kann auch hier rauf gehen. Dann habe ich hier meinen Music Player ganz in groß. Ich werde natürlich nachher auch mal testen, wie der dann mit Handschuhen zu bedienen ist. Es ist jetzt auch immer noch die Folie hier drauf. Ich mache die einfach mal runter. So, Folie weg. Aber das Display, das ist wirklich super. Also das kann man toll ablesen. Sehr klar. Ja, und von der Größe, wenn man das so vergleicht, ist natürlich ein bisschen kleiner die Fläche als bei einem großen Smartphone jetzt, wie einem iPhone. Aber es reicht, weil das ist ja wirklich nur die wichtigsten Sachen drauf, an die ich dann schnell ran muss. Und das erkennt man dann bestimmt auf dem Fahrzeug auch super. Jetzt ist auch die Uhrzeit hier synchronisiert. Ich kann natürlich dann auch hier rechts, links durchscrollen zu weiteren Apps. Und hier an der Seite kann ich das Gerät dann auch manuell an- und ausschalten. Ich habe es jetzt ausgemacht. Einmal klicken und dann fährt das Ganze wieder hoch. Jetzt können wir gleich mal sehen, ich hatte es eben aus. Zack, und es verbindet sich wieder mit meinem Smartphone. Also ihr seht, wenn es einmal verbunden war, ist dann sofort Apple CarPlay wieder da oder auch Android Auto, je nachdem, was ihr nutzt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ihr jetzt ein Kommunikationssystem nutzt für das CarPlay, wie wollt ihr das Audio ausgeben? Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal könnt ihr euer Sena oder Cardo direkt über dieses Gerät hier anschließen, nämlich den Audioausgang. Dann wird hier Bluetooth gesucht. Ihr müsst dann auf Koppeln klicken bei eurem Cardo und dann wird das sozusagen durchgeschliffen vom Smartphone zum CarPlay und vom CarPlay zu eurem Headset. Ist wieder ein Zwischengerät. Ich würde es anders machen. Das geht auch ganz simpel. Ihr koppelt nach wie vor ganz simpel euer Smartphone, so wie es vorher vielleicht auch war, mit eurem Kommunikationssystem und dann dieses Gerät hier nur per Apple CarPlay
mit eurem Smartphone. Dann könnt ihr nämlich auch die Tasten an eurem Cardo weiterhin nutzen, nämlich die Titel auswählen, Lautstärkeregelung und so weiter. Wenn ihr das Ganze durchschleift, nämlich hierüber macht, dann sind diese Tasten deaktiviert und ihr müsst dann Titel überspringen etc. kann man dann nur noch über das Gerät machen. Also wer es gewohnt ist, das über einen Helm zu machen, auch Telefonanrufe annehmen etc., wenn man das am Cardo oder am Sena macht, dann einfach das nach wie vor mit dem Smartphone gekoppelt lassen und dieses Gerät halt dann für CarPlay nutzen, um das anzusteuern. Also ich glaube, das ist wirklich eine tolle Alternative für alle die jetzt nicht ihr teures Smartphone mehr an den Lenker machen wollen, mit dem Risiko, ich verliere es im Worst Case oder die Kamera geht kaputt oder es wird durch Feuchtigkeit geschädigt. Smartphone kann in der Tasche bleiben. Ich packe mein CarPurite an den Lenker, an die Halterung ran. USB-Kabel wird dann angeschlossen, das mache ich dann gleich mal. Ja, und ich kann dann alles über das Gerät steuern, sollte auch mit Handschuhen funktionieren, werde ich nachher dann gleich mal testen. Wenn ihr euch für das Gerät interessiert, ich packe euch natürlich einen Link unter das Video, wo ihr das Ganze bekommt. Es gibt das Gerät auch als 7 Zoll übrigens, den Link packe ich euch auch unten rein. Da ist das Ganze dann halt vom Monitor noch größer, aber ich glaube für die Vespa, da ist ja alles ein bisschen kleiner, da reicht dann glaube ich das 5 Zoll. Und wenn ihr das Ganze dann über diesen Link bestellt, bekommt ihr sogar noch einen Rabatt als Scuderia-Zuschauer. Aber alles das steht unten in der Videobeschreibung drin. Ich gehe jetzt raus und will das Gerät natürlich mal an der Vespa testen und ausprobieren und mal anbauen und sehen, wie es dann funktioniert bei der Fahrt. So, traumhaftes Wetter. Ich bin jetzt draußen an der Vespa und werde jetzt das CarPurite mal anbauen. Habe momentan hier noch mein Smartphone an meiner Halterung von Peak Design, die ich momentan immer nutze. Und werde das jetzt mal austauschen gegen das CarPurite, Apple CarPlay und mal sehen, wie das dann an der Vespa aussieht und vor allen Dingen funktioniert. Dieses RAM-Mount-System ist wirklich extrem praktisch. Man hat hier eine Schraube, mit der löse ich diese Klemme, dann komplett ab das Ganze. Dann habe ich die Klemme in der Hand. Jetzt kann ich die Halterung hier rausnehmen. Das ist also meine Peak Design Halterung für Smartphone. Die kommt weg. Jetzt habe ich halt nur noch diese Klemme hier und da mache ich jetzt mal das CarPurite ran. Und das ist wirklich toll, dass wir das hier gleich fest verbaut haben hier hinten. Dadurch kann ich das also einfach hier in die Klemme rein. Da gibt es jetzt verschiedene Längen auch, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt. Ich habe jetzt hier eine relativ kurze RAM-Mount-Klemme. Es gibt auch ganz lange, die sind dann so lang, also doppelt so lang oder dreifach so lang. Ich brauche hier, glaube ich, nur eine kurze für die Vespa. Dann einfach hier rein. Ganz simpel. Festschrauben hinten. Erstmal ein bisschen lose lassen, gucken, wie die richtige Position ist. So, ich ziehe das jetzt mal fest. Zack. Da wackelt jetzt auch nichts, das hält. Dann habe ich hier dieses USB-Kabel. Da müsst ihr dann gucken, wie lange ihr dieses Kabel braucht. Das hat eine ausreichende Länge. Und dann am einfachsten, wie gesagt, hier unten im Handschuhfach drin ist der USB-Anschluss. Da könnt ihr das Ganze dann einstecken. Ich mache es jetzt nicht da unten, weil dann müsste ich mir irgendwie das Kabel hier durchlegen und abklemmen. Ich habe mir praktischerweise hier oben einen Anschluss reingelegt und dann kann ich es ganz simpel und einfach so rum hier oben reinstecken. So, das war's. Jetzt ist das CarPurite verbunden. Das, wie gesagt, ist die USB-Version. Man kann es natürlich auch fest installieren, je nachdem, ob ihr es fest verbauen wollt oder das Kabel fest verlegen wollt. Ich finde es ganz praktisch, dann kann ich das Gerät immer schnell abnehmen, ranmachen und dann habe ich es per USB angeschlossen. Ja, so einfach ist der Anbau. Also wie gesagt, nur die RAM-Mount hinten anschließen. Kabel habe ich mir jetzt hinterm Lenkrad langgelegt. Unten rein in meinen USB-Anschluss. Das war's. Jetzt probieren wir mal, ob es funktioniert. Zündschlüssel umdrehen und das Gerät startet. Also funktioniert wunderbar auch mit USB. Ich habe jetzt mal provisorisch mein Smartphone auf die andere Seite gemacht, solange ich hier noch ein paar Sachen einstelle. Normalerweise kommt das natürlich dann weg. Ich werde jetzt mal meinen Helm aufsetzen und dann mal die Einrichtung machen mit meinem Cardo-System, dem Smartphone und dem CarPurite. Aber das, wie gesagt, funktioniert schon mal wunderbar. Ich kann dann hier reingehen auf Google Maps. Zack, kann dann navigieren. Das Ganze lässt sich nachher dann auch per Sprachsteuerung steuern. Wenn ihr also Siri habt, könnt ihr das dann über das Kommunikationssystem einsprechen, sagen, navigiere mich da und dahin, rufe an. Das funktioniert dann natürlich auch alles ganz wunderbar. So, jetzt möchte ich natürlich noch irgendwie auf meinen Cardo den Sound kriegen. Eine Möglichkeit, euer Intercom zu verbinden, ist dann hier über Audioausgang. Da würde dann Bluetooth-mäßig das Ganze auftauchen, wenn ihr in den Pairing-Mode geht. Das mache ich nicht. Cardo ist schon gekoppelt. Da PackTalk Black. So, und dann kann ich hier in Apple CarPlay gehen. Jetzt könnte ich jetzt sagen, so, jetzt gehe ich in Musik, spiele ab und wunderbar. Ich höre es oben im Cardo, kann dann da auch über die Tasten weiterspringen. Das funktioniert also wunderbar. So, und jetzt kann ich das Ganze natürlich auch mit Sprachsteuerung steuern, weil das hier ist in meiner Jacke drin in der Regel jetzt. Wenn ich jetzt hier nicht eintippen möchte separat, kann ich das auch über Sprachsteuerung machen. Also mache ich, hey Siri, bring mich nach Potsdam. Super. Hat er gefunden. Also das funktioniert auch. Also das geht jetzt in die Jacke und damit fahre ich jetzt mal weiter. Bin ja gerade im Schatten. Hier sehe ich natürlich alles super. Jetzt will ich auch mal sehen, wie es bei Sonnenschein aussieht.
das System ist auch gut ablesbar. Ich habe jetzt noch nicht mal auf volle Helligkeit eingestellt. Es ist jetzt leider extrem laut. Ich habe die kleine Scheibe dran wieder. Und die ist leider immer, was Sprache am Helm angeht, ein bisschen ungünstig, weil die bläst mir wirklich den Wind ganz extrem auf den Helm. Hört er vielleicht auch, müsste doch recht laut sein. Ja, also von mir, Carpuride, absolut eine Empfehlung. Nutzen auch schon wirklich viele. Und ist in dem Segment auch eins der günstigeren. Es gibt natürlich noch andere Systeme, die dann noch zusätzlich Kameras haben. Da gibt es jetzt bald auch ein neues von Carpuride, wo man vorne und hinten eine Kamera dran hat. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich finde, Navigation ist wichtig und Kopplung mit dem Handy, dass man vielleicht Telefonate annehmen kann und auch Musik hören kann. Und das war es dann. Mehr brauche ich nicht. Also von daher muss es jetzt nicht ein teureres Gerät sein. Das reicht völlig aus. Und es funktioniert alles wirklich gut. Und ihr seht sogar mit Handschuh, tipptopp, klappt wunderbar. Ja, so viel jetzt erstmal zum Carpuride W502, Android Auto und Apple CarPlay jetzt auf der Vespa möglich oder auf jedem Motorrad und auf jedem anderen Scooter natürlich auch. Montage ist super einfach mit einem RAM-Mount kann man überall ranmachen. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Motorräder haben ja da spezielle Halterung, die ja auch mitgeliefert wird. Hier bei der Vespa finde ich diese RAM-Mount-Klemme am Spiegel sehr praktisch. Den Link packe ich euch in die Beschreibung mit rein. Und dann hat man ein super System und das Smartphone ist in der Jacke geschützt. Kamera kann nicht mehr kaputt gehen, es kann regnen, alles egal. Das Gerät hier kann alles ab, das ist wasserdicht und ich finde das Handling vom Apple CarPlay super. Kennt ihr vielleicht auch vom Auto. Das ist wirklich angenehm, wenn man ein iPhone hat oder auch ein Android-Smartphone. Eine tolle Sache. Kann ich also nur empfehlen. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Denkt dran, ihr bekommt einen Rabatt für das Gerät, wenn ihr über den Link bestellt. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen zum Carpuride W502 haben, schreibt es unten in die Kommentare. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen, werde ich natürlich versuchen, umgehend zu beantworten. Denkt dran, es gibt auch noch ein größeres Gerät. Also wer ein anderes Fahrzeug hat und braucht ein größeres Display, es gibt das Ganze noch als 7 Zoll, den W702. Liegt preislich fast gleich, also kein großer Unterschied. Auch zum 702er werde ich den Link unten in die Beschreibung reinpacken. Beides tolle Geräte, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ansonsten wünsche ich euch gute Fahrt, bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Bis dann und ciao.